So, liebe Freunde, wir sind heute hier, um uns unser Asset Management erklären zu lassen, nämlich von Jakob. Der ist Entwickler bei der ganzen Sache gewesen, hat sich viel ums Frontend, sprich User Interface gekümmert, User Experience. Und ich würde es gut finden, Jakob, wenn du uns jetzt einmal durchführst durch das Tool, beziehungsweise um die Aspekte des Tools, die für heute interessant sind. Zum Beispiel die Windanlagen selbst. Das Tool beschäftigt sich mit dem Management, Asset Management von regenerativen Energiequellen und den daran liegenden Anlagen wie Umspannwerke, Übergabestationen, also alles, was bis zum Transfer Operator geht. Ja, schieß mal los. Ich greife das gleich mal auf und wir starten dann mit der Übersicht, die im Tool erreichbar ist, direkt nach dem Login. Dann können wir auch gleich mal schauen, welche Objekte hier verwaltet werden und fangen einfach mal an mit den Anlagen. Das ist eigentlich so das Kernobjekt in unserem System, also die Windenergieanlagen. Man kann auf der Karte schön sehen, wo die Anlagen verteilt sind. Man sieht, hier unten sind scheinbar 2, da oben sind 15 Objekte, und wenn ich in die Nähe gehe, dann kann ich auch noch mal im Detail sehen, wo die Objekte sich befinden. Genau. Also man sieht schon, geht hier letztendlich um physische Objekte wie die Anlagen selber, also Windenergieanlagen, und dazu gehört dann natürlich auch der Anschlusspunkt ans reale Stromnetz, das Umspannwerk. Und zusätzlich gibt es aber auch virtuelle Objekte, die dafür da sind, um das Ganze zu verwalten, nämlich zum Beispiel die Windparks, in denen die Anlagen zusammengefasst werden. Das hat meistens eine geografische Gemeinsamkeit, aber die können eben auch sehr nah beieinander liegen. Und auch spielen eine große Rolle die Betreibergesellschaften, die dann dafür zuständig sind, diese Anlage zu verwalten und Wartungsverträge haben. Ja, und wenn ich jetzt in so eine Anlage reingucke, würden wir bestimmt gern gleich machen, aber hier sehe ich links tatsächlich auch Lastgangdaten, Produktionsbilanz, Marktwerte, Fledermausberichte, Batteriemanagement und dann noch einen ganzen Admin-Bereich. Vielleicht gibst du uns kurz einen Überblick darüber, ganz schnell. Ich weiß, wir gehen nicht in alles drin, das haben wir vorher so besprochen. Ja, sehr gern. Also dann gehen wir links mal über das Menü und sehen erstmal den Abschnitt Monitoring. Da haben wir jetzt die Alarme, den Reiter Alarme. Da werden einfach eine Liste von Windenergieanlagen angezeigt und deren Zustand wird angezeigt. Einmal, ob die Stammdaten korrekt gepflegt sind. Das kann natürlich sein, wenn das Tool geupdatet wird, dass dann einfach irgendein Datensatz fehlt. Dann sieht man hier schön, dass da noch Pflege nötig ist. Ansonsten sieht man aber auch Echtzeitdaten, zum Beispiel der Zustand der Windkraftanlage, ist sie aktiv runtergefahren, produziert sie Daten, bekommen wir die Daten in das System rein, und dann hat man schnell einen Überblick, ob unser System auch gut angeschlossen ist an die VTGs und ob die die Windkraftanlagen auch laufen, Windenergieanlage. Genau. Des Weiteren verkaufen wir letztendlich auch mit diesem Produkt die Daten, die zu den Windkraftanlagen gehören, und Statistiken. Einmal gibt es eben die Lastgangsdaten. Die Lastgangsdaten enthalten am Ende die Informationen von den Energieanbietern selbst, die dann unsere eingespeiste Energie messen, beziehungsweise auf die echten Werte, die sie dann eben auch abgenommen haben, dort aufführen. Ansonsten kann man das dann eben auch nochmal in der Produktionsbilanz gegenüberstellen mit den Erwartungswerten, die wir über Gutachten zusammenstellen können. Da gibt es verschiedene Systeme, da gucken wir nachher nochmal rein. Und dann kann man gegenüberstellen, ob die tatsächliche Erträge auch passend sind zu den erwarteten Werten. Berichte, da haben wir den Fledermausbericht und das Batteriemanagement, das ist so, da gehen wir auch nicht drauf ein, aber was hat's denn, warum gerade Fledermaus und Bericht? Ja, tatsächlich ist die Fledermaus das
wurde mir gesagt, häufigste vorkommende Säugetier auf Erden tatsächlich. Vielleicht fliegendes Säugetier. Ich bin mir da nicht so sicher. Mir wurde das so mitgeteilt von einem Experten damals. Und insofern muss es berücksichtigt werden bei den Windenergieanlagen. Das heißt, wenn viel Fledermausflug ist, dann sollte das schützenswerte Wesen auch geschützt werden und die Turbinen runtergefahren. Dafür gibt es Auflagen und Gesetze und Regeln und die müssen letztendlich von den Anbietern oder von den Betreibern der Windkraftanlagen sozusagen muss bewiesen werden, dass es eingehalten wird. Dafür gibt es diese Berichte, die werden dann bei der Behörde abgegeben. Ansonsten vielleicht auch noch interessant, kann man immer noch mal die aktuellsten Marktwerte oder auch in der Vergangenheit sehen, wie sich die Preise entwickelt haben für die Strompreise. Ja, klar. War ja bestimmt in den letzten Jahren ganz interessant im Zusammenhang mit diesem ganzen Ukraine-Krieg. Da ging es ja rauf und runter nach Belieben. Ja. Das war klar. Das ist natürlich wichtig, dass man da gut handelt. Ja. Und beim Batteriemanagement, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Das ist das Management der Batterien. Und was kann man denn unten im Admin-Bereich so? Das ist natürlich für den normalen Nutzer nicht interessant, aber für den Administrator vielleicht doch. Was wird denn da eingestellt? Ja, das Tool ist ausgelegt dafür, dass natürlich mehrere Nutzer da drin arbeiten. Da soll nicht jeder Nutzer alle Stammdaten bearbeiten können, sondern nur diejenigen, die auch wissen, was sie tun, beziehungsweise sind auch manche Daten gar nicht interessant für meinetwegen der Betreiber, der ist gar nicht so sehr interessiert an die Produktionserwartungen und dann soll er auch nicht abgelenkt werden von den bestimmten Ansichten und dann kann man über die Rollen konfigurieren, welche grafischen Elemente dargestellt werden. Also sowas wie der Finanzer sieht eher die Marktwerte, der Turbinenexperte sieht die Turbinendaten und der Biologe dann halt die Fledermäuse und sowas. Ja, das ist genau, das kann man wirklich im Detail konfigurieren. Nutzer haben verschiedene Rollen, denen man denen zuweisen kann und dann pro Rolle werden dann bestimmte Ansichten, wie eben gesagt, alles klar, festgelegt. Das geht runter bis auf die Attributebene. Zum Beispiel kann man dann sagen, ich will zwar alle Ertragsansichten sehen, aber der Gesellschaftername soll nicht erscheinen. Ah, okay, das ist ja sehr detailliert. Ja. Aber lass uns doch mal zu den Lastgangdaten, Produktionsbilanz, also zu den eigentlichen Windanlagen gehen. Das soll ja heute Topic sein. Genau. Der Standardweg, den wir eigentlich so ein bisschen vorgesehen hatten, ist, dass man erstmal über den Windpark sich einen Überblick verschafft über die entsprechenden Windenergieanlagen und dann sieht man eben mehrere Details, einmal wann der Windpark in Betrieb genommen wurde, Anlagenzahl und so weiter, welches Umspannwerk dazu gehört. Dann können wir hier schon die Erträge sehen, die dieses Jahr erwirtschaftet wurden. In dem Fall ist jetzt März und April und Mai, da gibt es keine Werte. Das liegt einfach daran, dass wir für ein Demo-Tool-Beispiel Daten haben und die sind halt bis Februar angelegt und anonymisiert und man müsste dann mal wieder neu pflegen. Man kann normalerweise eben auch die Produktionserwartungen in dieser Ansicht sehen, aber man sieht schon mit der Unterstützung des Tools, dass ich als Datenpfleger jetzt auch weitere Prognosewerte noch konfigurieren müsste, damit ich dann eben die Erwartungswerte sehen kann. Und die Prognose, ist das eine Eigenentwicklung oder war das was wir dazu kaufen? Wo kriegen wir denn die Prognose her? Die Prognose wird gepflegt von den Mitarbeitern von dem Tool. Also die das Tool benutzen. Wir benutzen verschiedene Gutachtenarten. Das ist zum Beispiel einmal das Wind- und Ertragsgutachten, wird unter dem Kürzel TR6 geführt. Es gibt Standortgütegutachten. Es gibt auch freie Gutachten, wo dann die Mitarbeiter einfach eine erwartete Ertragszahl eingeben können. Und dann würde derjenige, der die meiste Ahnung hat,
aus den verschiedenen Gutachten für bestimmte Zeitspannen die Werte zusammenstecken und hätte dann für ein ganzes Jahr die Ertragsprognose oder eben für einen längeren Zeitraum zusammen konfiguriert. Und da unten sehe ich jetzt gerade noch, es gibt noch eine Änderungshistorie und die Auflagen. Also da geht es jetzt nicht nur um Fledermausauflagen, sondern um alles Mögliche. Und bei der Historie, das ist ja eigentlich ganz gut gemacht. Da siehst du ja tatsächlich jede einzelne Änderung mit Uhrzeit genau. Das heißt, wenn man dann will, kann man den verhaften, der was falsch macht, oder den loben, der was richtig macht. Ja, oder man fragt einfach mal nach erstmal, ob das so gewollt war, falls einem etwas komisch vorkommt oder man es nicht versteht. Ansonsten kann man auch also in dieser Ansicht sieht man, wie gesagt, diejenigen Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben. Auch hier wieder kann man eigentlich schön sehen, das hängt von der Rolle ab, ob man das auch sieht, wer das bearbeitet hat. Um sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, kann man dann aber auch in die Gesamtänderungshistorie gehen. Da haben wir vorhin noch nicht drüber gesprochen. Dort kann man dann auch tatsächlich einzelne Änderungen wieder rückgängig machen, wenn man nicht der Meinung ist, dass das so richtig war. Und wo sehe ich denn jetzt, was so in so einer Windanlage tatsächlich produziert wird? Sagen wir mal jetzt gerade oder vor 2 Monaten, weil die Demodaten ja veraltet sind. Genau, das ist natürlich dann speziell für die Windkraftanlage einsortiert. Das heißt, man wählt sich eine aus der Liste der Anlagen. Das kann man über das Portfolio auch direkt machen, wenn man schon weiß, zu welcher man hin möchte. Und dann scrollt man runter und staunt über die ganzen Informationen. Oder man findet dann am Ende den Bereich der Leistungskennlinie. Hier sind richtig gemessene Werte drin. Und wenn einen tatsächlich interessiert, was im Detail im letzten Zeitraum gemessen wurde, also hier haben wir jetzt den letzten Monat scheinbar drin. Nee, das war damals der letzte Monat. Wie gesagt, Beispieldaten. Da kann man dann erkennen. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Also Windgeschwindigkeit, Leistung, klar korreliert. Da einmal am Anfang, da scheint ein Wartungsintervall gewesen zu sein. Da ist der Wind quasi abwesend und gleichzeitig auch keine Leistung produziert. Passt sehr schön, sieht gut aus. Genau. Und hier ist nochmal, also sieht man letztendlich auch an den Operationsdaten, an der Verteilung, kann man erkennen, ob die Leistungskennlinie letztendlich korrekt konfiguriert wurde und ob das übereinstimmt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir waren ja noch so ein bisschen bei der Admin-Ansicht vorhin. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch die Konfiguration, dass man eben das Getriebe der Windkraftanlage konfigurieren kann. Das sind die WEA-Modelle. Hier haben wir jetzt 3 konfiguriert und für diese WEA-Modelle kann man dann eben auch die Leistungskennlinien, die nach Spezifikationen vorgegeben sind, nochmal einkonfigurieren normalerweise und dann sieht man eben hier auch, ob die Werte miteinander übereinstimmen und ob die Anlage gut funktioniert. Na super, okay, sehr schön. Vielen Dank für den Überblick und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht zu Marktwerten, Fledermäusen und Batterien. Genau. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.